Oh, she's gonna call me any second now. I'm not ready. Oh my god, no. Yo, this is my first time taking a German lesson in months, probably since November. It is now March. I'm fucking freaking out. There's people mowing lawn in the background. It's like a whole thing. I'm just scared. I don't know, it's just like, I feel like with German you have to constantly speak it, and when you don't constantly speak it, you're gonna lose it. That's the deal with all languages, but let's just do it and let's see how it turns out. Hallo. Hi, na, wie geht's dir? Schöne Haare hast du. Danke, so dir auch. Also, bist du in München? Ich bin in München, ja. Immer noch? Danke, das ist gut. Gerade, weil du wolltest, glaube ich, ja mal irgendwie nach Deutschland oder du bist jetzt nicht in Deutschland? Also, ja, das war der Plan, aber also es war während, weiß nicht, ich erinnere mich nicht daran, also war es Omikron? Also es sah sehr, sehr ja, schlimm aus, also ich dachte, es ist nicht so gut, vielleicht nach Deutschland zu reisen, also ich habe es abgesagt. Abgesagt, oder? Abgesagt, ja. Aber also, es ist sehr lang, dass wir also nicht gesprochen haben. Ja, ich weiß gar nicht wann, aber es ist wirklich schon sehr, sehr lange. Ich verfolge ja immer deine Instagram-Posts sehr neugierig und sehr, ja, also damit kannst du auf den Leitenden. Wie motiviert du bist, Deutsch zu lernen. Ja, also ich war so pleite diese 3 letzten Monate, dass ich keine Unterrichten machen konnte, aber also ich kann immer noch selber lernen und so. Hast du irgendeine Reise geplant? Ja, tatsächlich. Ich fliege am nächsten Mittwoch, am 23. nach Amsterdam. Amsterdam? Warum gehen alle die Deutschen nur um... ich bin... Hallo. Ich wollte dich fragen, warum gehen all die Deutschen nur nach Mallorca und Amsterdam? Es ist so, also ich denke, ihr könnt... Es gibt schon auch noch sehr viele andere Orte. Das vielleicht Mallorca, ja, ich war tatsächlich einmal mit 18 auf Mallorca. Fand es sehr unspektakulär, aber ich weiß nicht, also Amsterdam ist halt sehr liberal, sehr cool, Marihuana ist da legal. Ja. Ich denke, jeder hatte so seine Corona-Reise, das abgesagt wurde. Für mich war es China. Also im Februar 2020 wollte ich nach China, um meine Schwester zu besuchen, und ja, eigentlich konnte man das gar nicht. Aber ja, ich denke, diesen Sommer werde ich nach aber ja, da gibt es kein legales Marihuana. Ich dachte vielleicht in Deutschland es legal wäre. Offiziell soll es dieses Jahr noch legalisiert werden. Offiziell. Nicht um mit den Leuten irgendwie einen Gefallen zu tun, sondern weil sie wohl sagen, dass die Polizei gerade jetzt auch mit Corona so viel Arbeit hatte. Ich habe auch schon oft gehört, dass die Polizeigewerkschaften sagen, bitte macht es legal, wir haben so viel Arbeit wegen wir haben keine Zeit für wichtige Sachen. Das ist ein lustiger, aber ja, sehr wichtiger Grund, dass also ich denke in den USA nicht gemerkt wird. Also wir denken nicht an all die unnötige Arbeit, die die Polizei machen, um Marihuana illegal zu enforce. Ich weiß nicht, aber ja. Ja, das nachzuverfolgen, würde ich denke ich sagen. Und danach was ist gesoffen? Ach so, gesoffen? Cool, ich freue mich. Ich denke, vielleicht habe ich es gehört, aber ich erinnere mich nicht. Saufen? Also Saufen ist, wenn du Alkohol trinkst, dann sagst du... Okay, so, ja, ich hab besoffene Leute gehört. Ist das gleiche als gesoffen? Oder? Die Besoffenen, genau, also die Besoffenen, so ist im Oktoberfest. Also auf jeden Fall Kippen heißt, ich lerne dir Saufen und Kippen heute, sehr schön. Ich jetzt sagen, wenn ich jetzt der Polizei sagen würde, hey, die Ellis hier in Deutschland, diese Adresse, die kippt gerade zu Hause, dann könnte die Polizei klopfen, deine Wohnung durchsuchen und dann würdest du halt nicht. Ich wusste nicht, dass du ein Snitch bist. Ja, genau, eine Petze. Eine Pizza, ja. Ich wusste nicht, dass du eine Pizza wärst. Ja, das ist interessant, also die Prioritäten. Also man kann in der Öffentlichkeit besoffen sein, aber nicht high. Besoffene sind so eklig, sie sind so laut und so aggressiv und so eklig, aber es ist völlig okay. Und Marihuana ist absolut verpönt. Kennst du das? Nein, aber ich verstehe, was du meinst. Also, wir machen das in den USA, ist
es kommt auf den Staat an. Also in Michigan zum Beispiel ist es legal, in Oregon. Also verschiedene Staaten im Norden. Also im Süden ist es gar nicht legal. Also nirgendwo. Also denkst du, wenn es in Deutschland legal sein würde, würde es auf ein Bundesland? Oh, das ist eine gute Frage. Also ich weiß, dass sie im Moment unterschiedliche Gesetze haben. Also dass sie in Berlin, also es ist so, offiziell per Gesetz darfst du es konsumieren, aber nicht besitzen. Das heißt, deshalb ist Steuerhinterziehen das Schlimmste, was du machen kannst. Also das redet von der deutschen Kultur. Mehr als ja, das ist schon okay. Was macht dein Hebräisch war es, glaube ich, ne? Hattest du angefangen zu lernen, oder? Hebräisch? Ja, so damit habe ich eine Pause gemacht. Nach dem Sommer, ich denke, ich erwartete nicht, dass es am Anfang so schwierig sein würde, weil also das Alphabet, es hat keine Vokalen, also du musst sie fast raten. Weil sie im Arabischen, das ist auch so. Ja, also sie werden nicht geschrieben. Und also sie haben dieses Punktsystem, dass also man unter den Buchstaben punkten und also diese kleine Lines machen kann. Ja, hey Leute, das ist eine Kooperation mit Bubble. Ich glaube mit Bubble. Das benutze ich nicht. Der hat halt dann da in dieser App so in einer Woche Spanisch gelernt. Sie haben mich abgelenkt. Also ich wollte mit ihnen arbeiten, also mit der Marke, aber sie haben gesagt, dass mein Publikum also es gab nicht genug Amerikaner, also weil sie Dollars möchten, also nicht Pesos oder sowas. Und sie sagen, ja, also wenn dein Publikum nicht 40% amerikanisch ist, dann können wir mit dir nicht arbeiten. Und ich sagte, hey, ich habe auch ein Publikum in Deutschland und in Europa allgemein, und sie haben gesagt, das ist okay. Ah, ja, schade. Und Duolingo oder so? Hast du da schon mal nachgefragt? Nein, also es gefällt mir nicht mit Merken oder Marken? Die Marken. Mit Marken. So, es gefällt mir nicht, mit Merken zu arbeiten, den ich nicht benutze. So. Was mache ich denn im Moment? Ich lese eigentlich viel, so richtige Bücher offline. Aber du du konzentrierst auf Spanisch jetzt, oder? Gerade jetzt auf Niederländisch wegen Amsterdam. Niederländisch, okay. Da wollte ich tatsächlich wieder ein bisschen mehr Spanisch machen, weil das habe ich am meisten vernachlässigt. Ich hatte so eine Französisch, also ich habe gesagt, okay, ich muss das ein bisschen auftrennen. Ich kann nicht alles gleichzeitig, ich muss irgendeine Ordnung haben. Habe ich tatsächlich Spanisch sehr vernachlässigt, aber ich will das. Es ist aber so chaotisch, also Französisch, Schwedisch, Niederländisch. Also ich denke, ich versuchte eine Zeit Niederländisch zu lernen, aber es war zu ähnlich mit Deutsch und auch mit Englisch. Ja. Wenn sie anders sind, also genug anders von ja, es kommt drauf an, man sagt halt so Sachen wie, man sagt Estudiante oder Étudiant auf Französisch, und dann sage ich halt mal Estudiant oder ich mache so Mischwörter. Das Witzige ist, wenn der Lehrer beide Sprachen auch kann, dann weiß er genau, was ich sagen wollte. Ja, das ist das Schlimmste, wenn du ein französisches Wort auf Spanisch sagst und dann klingst du so fancy. Ja, genau. Ich muss jetzt gehen. Ich bin sicher, dass du andere Unterrichte hast. Ja, ich habe tatsächlich heute die ganze Zeit, den ganzen Abend. Aber war auf jeden Fall sehr, sehr cool, mit dir zu reden, Ellie. Ja, ich bin back. Ich bin zurück. Schön, dich irgendwie mal wieder gesehen zu haben. Okay. Bis dann. Ciao. Bis dann. Bye. Welcome to Editing Behind the Scenes with Elise De Vega /Speaks. This is Gracie Janukas. Hi, everybody. Hello, I'm Gracie Janukas. I'm just here. She's just here, nothing else. Anyways, there was no good end to this video when I recorded it, so I thought I would just do it here, live, behind the scenes. You get to see everything. I think this lesson went okay. For not speaking for 5 months, it went pretty darn good. Oh my god, something that I do when I don't speak for a long time is I'll trail off and not finish my sentences, because sometimes I get myself into a sentence that's so complicated that I don't know how to finish it. But I have a great teacher, and she makes it easier to come back into it. She's very lax, very chill, and she can also sense when
I'm not understanding something, when I need something. So having the right person matters. And even if you haven't spoken your language for a long time, you shouldn't worry, because if you're speaking to the right tutor, the right partner, the right person, you're going to be fine. It can make it really hard to want to get back into the language once you haven't spoken it for a while, because you feel like, oh, I'm just going to suck, or like it's just not going to go good. And then, you get yourself into a cycle, but luckily I was able to break that. I did a 45-minute lesson. You could do a 30-minute lesson, or literally just call a tandem partner for 20 minutes. It doesn't have to be a big thing. You could talk to yourself in the shower. Point is, you should not stop speaking a language for 5 months. I wouldn't do it. Life happened. What can I say? So I'm chilling out. I'm not worried. I feel great. And since I did this lesson, I've had another lesson, and it went way better than this one. So I thought that the first one went pretty good, but the second one, I rectified myself even more. Anyways, I'll shut up and stop talking. Thank you for watching this video so much, and I'll catch you on the flip. Take care. Say bye, Gracie. Bye, everybody.